Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es die 10 größten Minecraft-Häuser, jedenfalls die von meinem Kanal. Los geht's! Auf Platz 10 ist dieses Haus hier. 3 Etagen, wir haben einen Pool, ist nicht eingerichtet in dem Fall, das ist das Haus 280 übrigens. Alle Häuser gibt es auch auf meinem Kanal, die meisten nachzubauen, nicht alle davon. Ja, genau, das ist das Haus. Wir gucken uns einmal an, was haben wir hier so. Ist das gleiche hier nochmal. Ach, hier sogar ein bisschen eingerichtet. Sieht ein bisschen schöner aus. Noch ein bisschen dekoriert außen. Ja, wir haben insgesamt 3 Etagen. Wir haben hinten eine Dachterrasse. Wir haben hier nochmal eine große Dachterrasse auf dem ersten Obergeschoss. Und ja, Treppen, die so nach oben führen, bis da nach oben hin. Sieht richtig cool aus. Feiere ich. Genau, das ist Platz Nummer 10. Als nächstes haben wir Haus 286. Wieder 3 Etagen, aber diesmal insgesamt doch noch ein bisschen größer und auch von der Form ein bisschen anders. Andere Blöcke, die hier benutzt wurden. Wir haben so, das wollte ich machen. Wir haben hier etwas dunkleres Holz, trotzdem auch sehr viel Quarz. Wir haben hier Büsche mit dazu. Wenn wir uns hier einmal rumbewegen, haben wir auch auf der Rückseite eine Terrasse mit einer eigenen Treppe hier nach oben. Wir haben hier eine kleine extra Terrasse, hier eine Dachterrasse, die bis nach vorne rüber geht und hier mit einer Treppe wieder nach oben verbunden ist. Also insgesamt auch sehr stimmig. Und interessanterweise ist das wahrscheinlich sogar das unpopulärste Haus von denen auf der Liste von heute auf meinem Kanal. Also ich glaube, das hat erst 5000 Views oder so. Ist aber richtig cool, also es lohnt sich, das Ding nachzubauen. Leute, falls ihr das noch nicht kannte, das Haus, auf jeden Fall ran da, das fehlt noch bei euch in der Sammlung. Haus 231. Wir haben wieder 3 Etagen, wir haben diesmal Birkenholz und wir haben Quarz. Das haben wir sowieso fast immer. Ja, ich guck mal gerade, was haben wir noch? Wir haben einen Pool da, wir haben wieder Treppen, die hier die ganzen Etagen miteinander verbinden. Was diesmal dazu kommt, wir haben ganz oben auch nochmal, ja, eine Dachterrasse, also eigentlich sogar eine 4. Etage, die dort nochmal oben drauf gehört oder die man fast dazu zählen muss, weil sie halt wirklich auch ziemlich groß ist. Auf der Rückseite haben wir in dem Fall einfach viele Wände und Fenster. Genau, aber ansonsten das Haus Nummer 231, auch ein sehr cooles und ist wahrscheinlich sogar eins der berühmtesten auf meinem Kanal, eins der erfolgreichsten, das mit den meisten Klicks, immer schwer zu sagen, also was erfolgreich heißt, aber das mit den meisten Klicks, so, von denen auf der Liste, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Alles klar, das war Haus Nummer 7. Auf dem nächsten Platz Haus 174, das ist das hier im Hintergrund. Interessant, ist wahrscheinlich sogar eins der ältesten Häusern, von denen, die jetzt hier in der Liste mit drin sind. Jedenfalls von denen, die wirklich eine Nummer haben. Ja, was haben wir hier? 3 Etagen. Was hier besonders ist an dem Haus, wir haben 2 Etagen, die ineinander übergehen. Und das, finde ich, lässt das Haus sogar nochmal ein bisschen größer aussehen als die anderen. Ne? Auch hier auf der Rückseite finde ich das hier ganz cool mit der Überdachung. Also so ein bisschen was Besonderes, was ich so, glaube ich, selten bei Häusern habe. Und auch hier, dass es sehr weit nach hinten geht. Also man hat eine ziemlich große Fläche hier insgesamt. Wir haben einen Garten, wir haben viele Etagen, wir haben einen Pool. Ne, und hier sogar noch einen zweiten Pool, der so halb überdacht ist. Genau, auch ein richtig, richtig cooles Haus. Lohnt sich auf jeden Fall nachzubauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ein richtiger Hingucker eigentlich, ja. Alles klar, das war dieses Haus. Das nächste Haus können wir uns wahrscheinlich ein bisschen länger angucken, weil das ist kein Haus, was es so als Tutorial gab, sondern ein Haus, was ich im Livestream gebaut habe und es ist ein Redstone-Haus. Das heißt, man hat hier sogar sehr viele Redstone-Elemente mit drinne und ja, unter anderem beispielsweise sehen wir das hier, einen Eingang, ne, den man hier so bedienen kann. Das Haus ist dementsprechend auch eingerichtet. Man hat hier sehr verschiedene Sachen. Ich weiß gar nicht, ob die alle noch funktionieren, aber das hier funktioniert noch mit dem Lichtschalter. Wir haben hier unten, ich guck mal gerade, ob das noch funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Krass. Das ist nämlich unser Lavaspucker. Weil ich das aus einer anderen Version habe, war ich mir jetzt nicht sicher, ob die ganzen Sachen noch funktionieren. Bestimmt gibt es auch Sachen, die gar nicht mehr funktionieren. Ganz bestimmt.
So, wobei ich selber auch schon vergessen habe, was überhaupt alles möglich war, was wir überhaupt alles hatten. Was ist das hier? Das ist einfach eine Lampe. Ich glaube, wir hatten irgendwo noch einen Geheimgang. Ich weiß aber nicht wo. Im Brunnen? Ich glaube im Brunnen. Was ist das hier? Das ist eine Beleuchtung. Was haben wir hier? Wohl auch eine Beleuchtung. Hallo? Oh, nee, wir haben Minecarts. Haha, wie geil ist das denn? Ich glaube, die fahren wieder ein, wenn wir hier drauf drücken, ne? Ja, genau. Hier ist einfach jetzt nichts drin. Und so haben wir Minecarts. Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nicht mehr das ganze Haus an im Detail, sondern ich zeige euch das erstmal von außen, damit ihr das so von den verschiedenen Seiten seht. Vielleicht ist es von der Fläche auch gar nicht mal... Wobei doch, das ist schon ziemlich groß. Ich glaube, das passt in der Kategorie, wo wir es eingeordnet haben. Falls ihr das noch mehr erforschen wollt und erkunden wollt, was gibt es hier noch alles, ihr könnt es runterladen auf meiner Website, genauso wie alle anderen Häuser auch. Und ja, das ist unser Redstone Live-Projekt-Haus aus irgendeiner alten Folge, fand ich aber richtig cool. Und es ist riesig und gehört deshalb auch in dieses Video hier rein. Als nächstes haben wir eine schön gerade Zahl, Haus 250. Das ist hier das im Hintergrund. Und was bei dem Haus besonders ist, erstens die Materialien. Es ist aus Sandstein gebaut. Das habe ich selten gemacht. Und der Gartenbereich, ne? Also der macht das Haus hier auf jeden Fall besonders. Ne? Man hat hier einen schönen Weg, der hier hochgeht. Zack, zack, zack. Schön mit ne? Hier Gewässern und so, die das Ganze schmücken. Wir haben hier einen Pool zum Baden, hier den Eingangsbereich, hier so einen großen Bereich. Ne, dann geht es hier rüber, hier hat man nochmal so einen extra Bereich mit Liegen und so weiter. Hier unten eine Treppe, die runterführt oder ein Treppenhaus. Das geht da, glaube ich, sogar in den Keller rein, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, auf der Rückseite haben wir hier auch ein bisschen Platz. Hier nochmal eine große Dachterrasse. Also hier bei dem Haus überzeugt auf jeden Fall das Drumherum, sage ich mal. Die Außenanlage, die hat wirklich riesig und vor allem richtig schön und angepasst ist. Ne? Ich glaube, das ist das, wie ich es im Video erklärt habe. Und das ist das, was ich nachher noch daraus gemacht habe. Kann es sein? Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Haus. Und auch das lohnt sich auf jeden Fall nachzubauen, wenn ihr das noch nicht habt. Langsam aber sicher wird es immer größer und immer riesiger. Haus 200, auch wieder eine glatte Zahl. Und ja, ist krass. Das ist einfach riesig. Also, wir haben, was haben wir hier? Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4 Etagen, eigentlich 3 mit einem Dach, was nochmal überdacht ist. Wir haben hier außen eine Poolanlage, beziehungsweise das ist eigentlich sogar ist eher ein Teich, ne, weil der nicht ausgehöhlt ist unten. Wir haben hier noch mehr Anlagen, also ne, auch die Außenanlage wirklich sehr, 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 sehr top. Hier unten den Eingang, ne, wenn man reingeht, seht ihr schon hier unten das Ganze schon ganz riesig. Aber auch wenn wir dann hier hochgehen in die anderen Etagen rein, guckt euch das doch mal an, wie viel Platz man hier hat innen. Es ist wirklich heftig, es ist riesig, es ist groß. Ich blicke mal gerade hier nochmal außen rum, um das von den verschiedenen Seiten zu zeigen. Ne? Hier, das wird von Stützen übrigens alles hier getragen unten. So ist die Rückseite. Ein bisschen monoton, aber hier mit einem großen Eckfenster und so kann man auf jeden Fall schon so machen. Auch hier ein großes Fenster. Dann kommt man hier wieder zur Vorderseite. Also auch das ein riesiges Haus. Gibt es auch komplett nachzubauen auf meinem Kanal. Es ist einfach krass, wie viele Häuser ich schon gemacht habe, oder? Leute, seid mal ehrlich. Ist das heftig? Vor allem, wie viele riesige Häuser. Ja, und das ist das Haus 200. Das heißt, ich habe vorher schon 199 andere gebaut, bevor ich das hier gemacht habe. Ja, kleine Props an mich selber. Aber das war das Haus. Machen wir weiter. Das nächste Haus ist jetzt kein Haus-Tutorial, sondern das war ein Livestream, den ich gemacht habe. Nicht nur einer, mehrere Livestreams, wo wir diese riesen Villa gebaut haben. Und man merkt direkt, wir sind in einem riesigen Grundstück drin. Also das ist schon krass. Und das Haus an sich ist natürlich auch riesig. Ne? Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ich muss hier lange rumfliegen, bis wir überhaupt auf die Rückseite kommen und uns überhaupt alles angucken können. Ne? Wir haben hier einen Volleyballplatz, wir haben hier Pools hinten auf der Rückseite. Wir haben also sehr viele auch Details, die hier drin stecken. Ne? Ein Fußballfeld und so weiter. Und das Haus an sich natürlich auch richtig, richtig cool. War ein cooles Projekt, Alter. Ich war schon lange nicht mehr hier, muss ich sagen. Ne? Und hier, das ist unser Eingang, wo man über solche Dinger hier einmal reinsteppen muss.
Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Gut, innen haben wir uns, glaube ich, nie richtig dran gewagt und etwas daraus gemacht, sondern ne, es ist halt einfach von außen gestaltet worden und die Gartenanlage. Aber das ist auch ein riesiges Haus. Und auch das gibt es auf meiner Website gratis zum Runterladen. Also wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, vielleicht ein bisschen abbauen wollt oder sowas, könnt ihr das auf jeden Fall gerne machen. Ne? Ich glaube, man merkt direkt, das ist ein riesiges Ding. Hier muss ich und kann ich auch gar nicht mehr ins Detail gehen. Ja, das ist unser Platz Nummer 4. Genau. Platz Nummer 3, jetzt sind wir auf dem Podest. Diese Menschen hier, die habe ich, glaube ich, einfach mal so irgendwo gebaut. Ich glaube, die war nie im Stream oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ist auch schon länger her. Aber es ist auch so cool geworden. Also wirklich, das ist krass. Und das ist halt auch riesig, ne? Ich kann euch das ja mal zeigen. Wenn man hier einmal nämlich hochfliegt, dann merkt ihr so langsam, Alter, das ist ein Riesending. Es geht sogar so hoch, dass langsam der Nebel hier einsetzt, ne? Also das ist auf jeden Fall ein fettes Ding und sieht richtig cool aus mit sehr viel Liebe zum Detail. Ne, ist es kein modernes Haus, sondern halt so eine Menschen. Ja, und ich finde die ehrlich richtig cool. Jetzt, wo ich mir das so angucke, bin ich neu noch mal richtig stolz auf mich. Ohne Joke jetzt. Krass. Hä? Wie cool. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Und ich wüsste auch nicht, ob ich auf Anhieb sowas nochmal bauen könnte. Ich glaube, hier haben wir sogar einen Pferdestall drin und sowas. Genau, ja. Außer die Pferde fehlen halt. Es ist halt wieder aus einer anderen Version geklaut, ne, das Haus. Aber das ist unsere Menschen. Haben wir die innen auch eingerichtet? Da wäre ich jetzt einmal gespannt. Doch, ich glaube sogar schon. Natürlich fliegen jetzt auch viele Sachen raus, aber an sich ist das Ding sogar von innen zumindest zum Teil eingerichtet. Hä, wie cool ist das denn? Also, das hier, Haus Nummer 3 von den größten Häusern auf meinem YouTube-Kanal oder die ich selber gebaut habe. Ja, so, stellen wir uns hin. Kann sich sehen lassen. Auf dem Platz Nummer 2, das kennen vielleicht noch mehr Leute, weil es gerade ein aktuelles Haus ist, das Haus 287. Und da kann man jetzt vielleicht eigentlich auch zu Recht sagen, hey, so groß wie die anderen ist es ja gar nicht, aber wir sind noch dran, wir sind noch dabei. Und genau, dementsprechend könnte es sein, dass sich das Haus gerade mit der Außenanlage auch noch mal ein bisschen vergrößert. Aber auch so ist das Ding schon ein Riesenbrocken und ein großes Ding. Und vor allem, es ist auch sehr stark eingerichtet. Ja, noch nicht ganz, aber auch da sind wir noch dran. Ne, wenn wir beispielsweise mal hier reingehen, ich werde jetzt nicht durch das ganze Haus laufen, aber guckt euch mal an, wir haben einen Wohnbereich, wir haben ein schönes Feuer, wir haben einen Billardtisch, wir haben einen Konferenzraum, wir haben ein Badezimmer hier drin, wo ich jetzt nicht reingehe. Wir haben hier oben Etagen und dann geht es da noch höher. Wir haben hier Kamin und. Also, es gibt so viel zu entdecken in dem Haus. Und ja, wenn ihr das Haus noch nicht kennt oder noch nicht nachgebaut habt, müsst ihr das auf jeden Fall nachholen. Ne? So sieht das Ganze von außen aus, also von der Rückseite. Auch hier richtig schön, ne? Hier teilweise mit Terrassen, wo auch schon Sachen drauf gebaut sind. Hier ein Zwischengang. Wir haben noch ein Nebengebäude, also eine Garage, ne? Oder also Doppelgarage mit nochmal einem Dach oben drauf oder noch ein Raum oben drauf, ne? Dachterrasse. Also auch das ein Riesending. Ja, und ich habe das einfach mal auf Platz 2 hier auf unserer Liste gedroppt. Alles klar, gehen wir weiter zu Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 hat diese Riesenvilla, auch aus einem Livestream, wieder nicht aus einem, sondern aus zig Livestreams, was wir zusammen auf meinem Kanal gebaut haben. Und es ist halt auch ein riesiges, ein gewaltiges und richtig, richtig cooles Ding. Ne, wenn wir hier einmal starten, zack, zack, über diesen Weg, kommen wir hier hoch, über diese Riesentreppe, bam, auf das gewaltige Haus zu. Ne? Da können wir links abbiegen, wir können rechts rumlaufen oder gehen einfach geradewegs rein in das Haus, haben hier moderne Wände mit ne, Glasfassaden, sage ich mal. Ne, mit dem hier nach oben, so ein durchsichtigen Dach. Wir haben sogar ein Aquarium hier drinne. Wir haben hier eine Treppe, die nach unten führt in die Tiefgarage, die wir hier haben. Ist jetzt doch kein Auto drinne, aber Tiefgarage ist auf jeden Fall da. Ja,
Ja, also auch diese Villa wieder eingerichtet zu großen Teilen auf jeden Fall. Auch nicht ganz komplett, ne, aber zu großen Teilen. Und hier habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben, um die Details einzuarbeiten. Und ich finde, es ist richtig cool geworden. Auch hier diese Fernsehecke, richtig, richtig cool, schön modern. Ne, hier, das sollen Weinflaschen sein oder also so ein Weinkeller. Ne, auch das irgendwie ganz passend. Man kann hier nochmal hochgehen. Ne? Gut, ganz fertig sind wir noch nicht geworden mit der Einrichtung, aber hier haben wir auch wieder einige Sachen. Also ihr seht schon, wie groß das Ganze ist. Und ich würde sagen, ich fliege mal gerade von außen auch drum herum, damit ihr das Ganze so von den verschiedenen Seiten sehen könnt, die Form sehen könnt. Genau. Ehrlich gesagt merke ich gerade, dass wir das Haus nie richtig zu Ende gemacht haben. Eigentlich ein bisschen schade, aber wir haben trotzdem schon sehr viel gebaut. Ne, guck mal, wir haben allein, dass wir hier einen Basketballcourt haben. Das ist schon krass, ne? Mit so einer Treppe, die beleuchtet ist, die hier so nach oben geht. Wir haben hier eine Lagerfeuerstelle hinten außen dran. Ne? Wir haben hier einen Garten mit Gemüse, ein bisschen Grünzeug, ein Trampolin, einen Pool hier. Ich glaube, wir haben hier ein Fitnessstudio sogar eingebaut. Ja, genau, ein Fitnessstudio haben wir hier auch noch integriert. Hier geht's weiter. Also, ne, ganz viele Sachen und sogar ein Wasserfall auch am Haus integriert. Also richtig, richtig nice. Ich meine, wir haben hier sogar so ein Nebenhaus noch drinne. So ein eigenes kleines, so ein eigener ja, Bereich. Hier auch sehr, sehr, sehr cool. Ja, und hier unten ich glaube, das ist noch nicht mal die neueste Version. Wir hatten hier ein bisschen weitergebaut, nur irgendwie ist die Version bei mir verloren gegangen, leider. Aber das hier auf Platz eins der größten Häuser. Also ich kann im Endeffekt gar nicht so richtig sagen, welches Haus jetzt wirklich das größte ist. Ich habe nicht nachgemessen, sondern es ist teilweise auch einfach von der Liebe und von den Details, die da reingewandert sind und eingeflossen sind. Ne? Das war jetzt so ein bisschen auch einfach mein Ranking, was ich noch mit reingebracht habe, wo ich gesagt habe, ey, da habe ich mehr Arbeit rein investiert, das ist krasser eigentlich, das ist ein bisschen cooler. Ja, genau, so, aber 10 Top-Häuser, 10 Riesenhäuser, die es alle auf meinem Kanal gibt, ne? Und Leute, vielleicht hat der eine oder andere von euch diese Häuser noch nicht gesehen, noch nicht nachgebaut, noch nicht runtergeladen. Könnt ihr gerne alles machen. Schaut auf meiner Website vorbei. Ansonsten hoffe ich, euch hat diese Tour gefallen. Ihr habt Inspiration bekommen für Minecraft-Häuser. Das denke ich mal auf jeden Fall. Genau, dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein, meine Freunde. Ciao.